Leute, es ist mal wieder soweit. Wir gehen in die neueste Challenge sein. Heute mit DSDS-Gewinner Ramon Roselli. Ich sag nur, die größte Pizza Europas. Pizza Challenge. DSDS da. Wir gehen rein. Let's go. Meine Lieben, wir sind in Berlin. Wir sind in der Villa Rixdorf. Wir sind bei der größten Pizza Europas. Heute nicht alleine, sondern mit DSDS-Gewinner Ramon Roselli. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch sehr, dich wiederzusehen. Und ich habe riesengroßen Hunger. Also bitte lass uns mal ein bisschen Gas geben, dass die Pizza kommt. Ach, meine Lieben, falls ihr euch erinnern könnt, wir haben zusammen schon mal in Berlin zusammen gedreht. Döner war es damals, ne? Und heute sind wir hier und werden mal zusammen Pizza essen. Ich bin darauf aufmerksam geworden bei Abu Goku, hab das unter anderem gesehen und mich tausendfach markiert. Die größte Pizza Europas. Und so dachte ich mir, wenn wir in Berlin sind, ich weiß, du kannst ganz gut essen, du bist stabil, dein Stern ist 2020 als DSD-Gewinner aufgegangen. Ich hoffe, der geht heute auf. Der geht heute definitiv auf. Ja? Mit dir an meiner Seite kann nicht schief gehen. Also das Vollgas geben. meine Lieben, wir gehen rein in die Pizza Villa Rixdorf und ich würde sagen, wir suchen mal den Chef auf. Vielleicht kann der uns noch ein bisschen was erzählen. Ja. Und dann können wir uns auch schon mal die ersten Belege aussuchen. Wo ist er denn? Wo ist er? Wir suchen ihn. Damit darf ich den Wirt des Hauses, den Herrn des Hauses vorstellen. Du bist der Liebe? Roberto. Roberto, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und ich glaube, die Pizza ist schon, ich würde schon fast sagen, weltbekannt. Ne? Denn ich habe gehört, es ist die größte Europa. Ne? Ja. Seit wann gibt es euch? Seit 2005. Mitten in Berlin, ne? Also Wahnsinn, ne? Was kann man so zur Pizza sagen? Was für eine Pizza ist das? Ist das irgendeine spezielle oder ist Das ist so einfach für Gruppen, ja? wenn sie so Getränke kommen, große Getränke. Ich habe tatsächlich gelesen bei euch im Internet, eigentlich ist sie erst ab 8 Personen bestellbar, ne? Ja. Die kann man dann verschieden belegen. Der liebe Ramon ist schon auf der Suche und sucht schon. 5 Art Ja. belegen, 4 Mal verschiedene Art kann man belegen. Wie oft wird die so in der Woche oder am Tag bestellt? Also 3-4 Mal haben wir, nicht mehr. In der Woche? Ja. Okay. Also ehrlich sagen, wir nehmen nicht so viel, der hat ganzen Pizzaofen blockiert. Ja. Und kann man nicht so viel. Ja, ihr habt extra eine Sonderanfertigung, habe ich gesehen, ne? Ja, klar. Weißt du ungefähr, ich sag mal, eine gewisse Personenanzahl, wie die mal geschafft hat? Gab es mal eine Vierergruppe, Fünfergruppe oder? Er hat bis jetzt 5er, 6er Gruppe nicht geschafft. Auch 5er, 6er Gruppe nicht? Klar, es ist 5 Kilo Teig. Ja. Und so viel Ware kommt noch drauf. Ja. Sind fast 10 Kilo. Wie sollen sie Teig essen? Klappt nicht. Meine Lieben, ihr habt es gehört. Und ja, damit würde ich sagen, ist, glaube ich, das Wort zum Sonntag schon gesagt worden. Ramon ist schon dabei, uns, ich sag mal, die kleinen oder die eine oder andere Beilage auszusuchen, die wir dazu nehmen oder Topping, besser gesagt. Roberto, ich danke nochmal vielmals für die Einladung und freue mich wirklich, die Pizza jetzt genießen zu dürfen. Dann guten Appetit. Gehen wir rein, meine Lieben. Danke. Sie kommt, meine Lieben. Die müssen die zu zweit tragen. Meine Lieben. Das ist ja der Wahnsinn. Großer Gott. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, genau. So. So, bitteschön. Boah. Herrgott. Was sagst du, mein Lieber? Ganz ehrlich? Der ist geistkrank, ne? Ja, wie sollte das denn gehen, Alter? Der ist geistkrank. Was ist das für ein Messer? Das Messer, Alter. ein riesig großes Messer. Würde ich mir denken, du gehst im Dschungel jagen jetzt mit Rambo. Mir fällt mir der Rambo ein. Das geht gar nicht. Boah, aber sie riecht auch so geil, ne? Sie riecht Boah, richtig Leute, gut. sie riecht so gut. Also wenn sie jetzt noch schmeckt, Freunde, aber also so wie die aussieht, schmeckt die. Schmeckt mir. Deswegen habe ich es bestellt, aber... Dankeschön, mein Bester. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Warm. Dankeschön. Also, meine Lieben, damit ist alles angerichtet für die größte Pizza Europas. Ramon und ich wollen es versuchen, genauso wie die Fliegen, die gerade vor uns sind. Ja. Meine Lieben, wir versuchen es als Erster überhaupt zu schaffen und zumindest so weit wie es geht. Ich bin gespannt. Viel Spaß mit der größten Pizza Europa, Villa Rixdorf. Let's go. Jetzt. Fangen wir hier in der Mitte an, dann können wir da die Uhren stellen. Ich habe meine Margarita, du hast eine Tonno direkt. Lass dich schmecken, mein Lieber. Ja, Dito. Ich komme mir vor, wie du ihn schreibst. Ja, geht schon los. Hier, ne? Wollte mir schon ein größeres Stück geben. Ich dachte, wir stoßen an. Zum Wohl. Entschuldigung. Zum Wohl. Ach du Scheiße. Genau. Ach du Scheiße, hat man auch gerade gedacht. Boah. Das Erste, was man macht, man beißt rein und denkt sich, was eine Teigmasse. Wie schmeckt sie dir? Geschmack nicht gut. Ja. Der Teig ist mir zu dick. Weißt du? Der müsste ein bisschen saftiger, es ist zu fluffig. Ja. Nicht persönlich. Rand wird nicht gegessen? Ich mache erstmal das andere. Also, er geht schon in die Taktik rein. Rand wird nicht gegessen. Ich muss dir ganz ehrlicherweise sagen, es ist eine leckere Pizza. Es ist aber nicht die beste Pizza, die ich jemals gegessen habe. Muss ich dir ganz ehrlicherweise sagen. Da bin ich auch mal ganz ehrlich. Ne? Ja. Sie schmeckt gut, brauchen wir nicht überreden. Ne? Ich wusste nicht, ob ich so sagen kann. Aber Kannst ehrlich schon deine Meinung sagen. sie schmeckt, also Belag und so ist gut. Ja. Aber der Boden. Ist sehr dick. Genau. Ich wünsche es mir auch bei der Pizza halt ein bisschen dünner. Ne?
Ich muss sagen, ich bin aber auch mittlerweile ein Fan geworden von so einer neapolitanischen Pizza. Liebe ich, ohne ist mittlerweile meine Favorite-Pizza. Aber ja, ich gebe dir recht. Man hätte, glaube ich, vom Teig her das... Dann ist der Teig aber saftiger. Genau, saftiger, aber ich kann mir vorstellen, vielleicht wäre es dann auch noch zu groß gewesen. Ah gut, dann wäre es halt weniger Teig, ne? Aber wie gesagt, das ist auch das, was mir direkt aufgefallen ist. Vielleicht müssen wir da wirklich gleich mit Knoblauch oder wisst ihr was? Falls sie hier vielleicht so Dips haben, so Aioli oder so, das habe ich nicht bei Abu Goko gesehen, der hat seine Soße nachher genutzt. Vielleicht haben wir da die Möglichkeit. Ich gehe jetzt mal kurz in meine erste Scampi rein mit euch. Scampi-Pizza, die habe ich nämlich bestellt. Geht schon mal besser runter als die Margarita, muss ich schon mal sagen. Ich denke mal, wird bei deiner Tonno und Zwiebeln ähnlich sein. Okay. Was mir mal einfällt, ich sag mal unabhängig jetzt davon, dass er sagt, er will jetzt erstmal so sich auf das in der Mitte konzentrieren. Früher habe ich tatsächlich immer Pizza ohne Rand gegessen. Ich habe den immer übrig gelassen. Ich auch immer. Ne? Immer. Esse ich gar nicht mit. Das ist ein Problem. Aber hier heute muss mitessen. Muss ich ja. Sonst zählt's nicht. Sonst zählt's nicht, meine Lieben. Aber, was ich heute, das habe ich früher nicht gemacht, mache ich aber heute gerne. Mittlerweile esse ich ihn fast extra über, weil am Ende nehme ich mir so einen Aioli-Dip und mache manchmal die Pizza mit Aioli. So, wollen wir uns gleich Aioli bestellen, weißt du? Und wenn dann ist er ein bisschen knackiger am Ende. Ja. Und dann, ne? Schiebt den nur nicht auf meine Seite hier rüber, meine Lieben. Der ist ja noch am Pushen hier. Also, wir haben das. Sollen wir ein bisschen Knoblauch mal versuchen? Macht ja auch nicht zu viel. Reicht? Ja. Machen wir auch nochmal eins hier auf meiner Margarita. Weißt du, an was mich die Pizza jetzt hier gerade erinnert? Kennst du die, ich denke mal du schon, Rummel etc. pp, wenn du die da so rausbekommst? So auch vom Aussehen her. Weißt du, was ich meine? Und die Partypizzen sehen meistens ein bisschen so aus. Ja, genau, Na? die Partypizzen. Genau. Mal Knoblauch. Okay, mit Knoblauch hat was. Chili, bist du Fan? Ja, zu scharf ist nicht. Ich muss sagen, geschmacklich ist es wirklich gut. In der Mitte ist gut, ne? Also ja, schmeckt- ich muss jetzt auch sagen, in der Mitte, die, wenn du den Rand nicht hast, finde ich sie auch schon besser. Probieren das Ganze jetzt mal mit Chiliöl. Ne. Ich würde, wenn bei Team Knoblauch bleiben, sag ich ehrlich. Lass mal probieren mit Chiliöl. Er probiert mit Chiliöl. Ich habe tatsächlich noch von mir, habe ich noch von gekauft, beziehungsweise gestern. Das ist immer so ein Ketchup, den ich hier benutze für meine Gemüsepfanne oder so. In der Zero-Variante. Ketchup? Ja. Warum nicht? Oh, willst du mal mit Ketchup probieren? Warte, erstmal probiere ich Chiliöl. Ich mache mir, glaube ich, hier einfach mal so ein bisschen Klecks drauf Ketchup. Probiere gleich mal ein bisschen. Finde ich ganz schlecht. Das Chiliöl? Also Chiliöl ist dein Favorite? Beides. Soll ich dir was drauf machen noch? Sehr gerne. Mein Lieben, ich würde sagen, wir lassen uns jetzt hier erstmal gut gehen. Ich werde dem Ramon hier noch mal so ein bisschen der Chiliöl drüber machen. Sag, wenn es zu viel ist oder so, ne? Danke. Passt das so? Ja, sorry, ich weiß, was du sagst. Also, ihr habt es gesehen, wir werden dreckig, wir werden mächtig. Meine Lieben, wir gehen rein in die größte Pizza Europas und schauen, dass wir ein bisschen schaffen, ne? Bon Appetit. Knoblauch durfte nicht, Ja, hast du gesagt, ne? genau. Aber ich versuche ein bisschen weniger. Let's go. Also, meine Lieben, wir haben jetzt gerade 15 Minuten on the clock und dementsprechend dachte ich mir, wir updaten euch mal ganz kurz. Wie sieht es bei dir aus? Die Pizza schmeckt. Ja, Ich bin noch am Start. ja, freut mich wirklich. Aber wenn ich so hingucke, bin ich ganz ehrlich, kriege ich leicht Angst. Okay, das Mann, das ist ja. Ja, also, man muss auch immer weise Sag mal, sagen. mit 8 Personen dürfen die erst bestellen. Genau, mit 8 Wir Personen. sitzen hier mit 2 Deswegen sage Mann. ich ja, deswegen hat der Chef ja auch gesagt, 10 Kilo Teig, ne? Dann, dass diese Pizza noch nie einer mit 6, 7, 8 geschafft hat, sondern selbst bei 8 bis 10 Personen immer noch die was mitnehmen lassen. Ne? Komplett geisteskrank. Aber wir sind, wie gesagt, weiterhin optimistisch. Ihr seht, er kämpft sich von der Thunfisch-Zwiebeln voran. Ich mache das eher so, dass ich so von meiner Margarita aus nach vorne gehe, weil ich mir die Garnelen am Ende so ein bisschen aufsparen will. Mal schauen, ob da jeder so seine Technik hat. Bin ich nachher gespannt. Ich denke mal aber trotzdem, dass die Masse und der Teig nachher viel ausmacht. In der Mitte kann man nicht anders sagen, ist es wirklich eine angenehme Pizza. Der Rand ist schon wirklich on top, weil es so viel Teig ist. Ja. Wir werden jetzt hier und da, haben wir schon gesagt, vielleicht gleich noch ein bisschen Aioli-Dip oder so bestellen, weil wir haben jetzt hier und da mit dem Ketchup ein bisschen gespielt. Du bist ein Fan geworden von dem Chiliöl und Knoblauch zusammen, so Mix, ne? Also, jeder da so seinen anderen Geschmack. Schreibt gerne mal rein, Knoblauch ja oder nein, Chiliöl ja oder nein. Da ist ja jeder mal ein bisschen anders. Aber bis jetzt kommen wir gut voran. Es schmeckt noch. Kann aber sein, dass sich das hier auch gleich schnell ändert. Denn Schlagartig ändert. Ist ja, manchmal geht es da ruckzuck. der Teig, genau, manchmal geht es ruckzuck. Und das Problem ist, wenn man da reinbeißt, der geht auf einmal so auf, der Teig. Und das auch im Magen so gefühlt, ne? Wahrscheinlich, ja. Also, ihr habt gehört, der Star ist am Kämpfen. Noch nicht, nein. Aber wir sind optimistisch weiter. Wir sind optimistisch und jeder, der mich kennt, weiß, ich kämpfe bis zum bitteren Ende. Deswegen habe ich ihn mitgenommen, mein Lieben. Deswegen habe ich ihn mitgenommen. Wir machen weiter.
Wir sind jetzt dabei, knappe 27 Minuten, also kommen so langsam an die 30 Minuten ran. Und du wolltest irgendwas gerade sagen, du findest unfair was? Ich finde unfair, dass du Freunde hast, die dir helfen, die ganze Zeit. Ach, du meinst, die fliegen? Bei deiner Pizza. Bei mir ist nicht eine, also wo ich mich auch drüber freue, aber die essen dir ja alles weg, du. Aber die essen noch da hinten, wo ich ja gar nicht dran bin. Ihr hört's, wir haben Spaß, es macht immer noch, ich sag mal, es schmeckt immer noch. Noch ist sie auch noch warm, muss man sagen. Noch. Ja. Bist du einer, der auch Pizza kalt gerne isst? Nee, Ne? nee, nicht unbedingt. Okay. Wenn ich ehrlich sein Ich soll. nämlich auch nicht. Ich bin mal gleich gespannt, wenn du zu deiner Margarita kommst, was du dann sagst, so, ne? So im Verhältnis auch zu der typischen Zwiebeln, weil du hast ja noch gar keine Margarita gegessen. Schreibt gerne rein, Taktik, wie sie bei euch gewesen wäre. Und ob ihr jetzt noch glaubt, ob wir das Ganze auch wirklich schaffen oder eher seine Hälfte, ich meine, weil ich muss euch ehrlicherweise sagen, merkt den Teig immer mehr. Ja, Du nicht? doch, aber du kommst mir nicht so vor. Ja, okay. Aber man kann auch gute Miene zum bösen Spiel machen. Ja, das stimmt. Ich dachte, das lernt man auch auf der Bühne. Ich bin immer... Gerade schafft das nicht mehr, glaube ich. Also, meine Lieben, wir machen weiter. Mache hier ein bisschen Ketchup-Kleckse. Er hat immer hier und da ein bisschen Knoblauch und den Chili-Öl-Dip drauf. Ich mache mittlerweile auch so einen Doppeldecker hier. Gehen wir weiter rein. Wir sind 38 Minuten dabei. Wie sieht es bei dir aus? Geht noch, ich bin noch gut. Also geht noch. Es wird aber langsam hart, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das, was ich sagen muss, ist auf jeden Fall schon mal, jetzt ist für mich der Zeitpunkt, wo ich sage, wir hatten das Thema ja gerade, Ja. ob du auch kalte Pizza magst oder nicht. Viele mögen das ja, auch am Genau. nächsten Tag noch so. Bin ich gar nicht der Fan, ich liebe eher warmes Essen. Ja. Und jetzt ist es so, dass die kalt geworden ist, muss man jetzt so ehrlicherweise sagen. Aber gut, wir essen auch schon fast 20 Minuten, ne? Aber was sollst du sagen? Also ich sag mal so, ich gebe mein Bestes natürlich. Ja. Und es geht auch noch, ich kann auch noch essen. Versuche so viel wie möglich zu schaffen. Trotzdem denke ich, dass du mir helfen musst. Also bin ich ganz ehrlich, ich denke zumindest, vielleicht werden wir eines Besseren belehrt, dass ich's doch weghaue. Ja. Weil es ist jetzt noch nicht unbedingt, dass ich am Ende bin. Aber es ist auch schon noch eine ganz schöne Portion, du. Im Moment ist es ein bisschen schwer zu sagen. Bei mir aber auch. Ja? Ich muss auch gerade Step zu Step denken, denn Leute, dass dieser Teig einfach gerade. Viele von euch haben es geschrieben, auch im Livestream. Die Pizza, und das muss man wirklich sagen, das kann ich auch gerade sehr zuvorzuheben, ist trotz der Größe überall gleichmäßig. Und das ist auch ein Kunstwerk. Die ist komplett fluffig, gleichmäßig gebacken. Ist auch ein Kunstwerk, das nicht jeder hinbekommt. Dass man sagt, hier ist es da ist es so. Klar, mit dem Rand war ja die eine Sache am Anfang. Aber die ist komplett fluffig, weil viele auch gefragt haben, ist sie fluffig, knusprig? Nein, die ist komplett fluffig. Und ich sag dir ehrlich, mein Ziel ist gerade eher so erstmal meine Seite zu schaffen mit den Garnelen noch, weil selbst das wird noch ein Kampf. Und dann schau mal, wie es aussieht, weil Halleluja, ich sag immer wieder, Pizza ist einer der Endgegner, weil es einfach so stopft. Aber die Frage, was ist besser, Margarita oder die Garnelen? Safe Garnelen, weil da ist noch ein bisschen Geschmack dazu. Also im Gegensatz zur jetzt einfach Margarita, ohne wenn jetzt noch was drauf ist. Also meine Lieben, die 50-Minuten-Marke, die brechen wir jetzt an. Und bevor wir gleich auf die Stunde, ich sag mal, zugehen, wollen wir euch noch mal so kurz unser Gemütszustand geben. Hast du eigentlich mal ein Stück weiter gegessen oder ist das immer noch das Stück, was du vor 10 Minuten hattest? Nein. Also, ihr seht's, die Pizza ist auf jeden Fall noch da. Wir sind aber auch noch da. Und der Optimismus ist auch noch da. Aber ich würde sagen, wir machen die Pizza rund. Man muss auch fairerweise sagen, der Optimismus wird weniger, genauso wie die Pizza. Das ist brutal. Ja. Also, wie gesagt, ich bin jetzt gleich so, wenn ich noch ein bisschen Gas gebe, mit meiner Scampi soweit durch und habe auch meine Margarita. Bin mal gespannt, wie er so mit seiner Thunfisch noch weitermacht. Und er hat noch die ganze Viertel von seiner Margarita vor sich. Ne? Also wird weiter spannend bleiben. Ich habe schon gesagt, so, wenn er so seine Margarita anfängt oder zu Ende ist, würde ich ihm gegebenenfalls noch helfen. Ansonsten meine ich meine Scampis leer und habe meine Pflichtaufgabe erfüllt, sag ich mal. Aber meine Lieben, aufgegeben wird zum Schluss. Ich denke mal, das nächste Update werden wir euch mal eine Stunde geben, weil während meinen 10 Minuten wird sich jetzt hier einiges ändern. Und vielleicht ist es dann schon geschafft, oder? Geht anderweitig weiter. Guten Appetit. Eine Stunde haben wir jetzt gerade angebrochen. Eine Stunde sind wir jetzt durchweg am Pizza essen. Und nach, ich sag mal, knapp einer Stunde, knapp vor einer Stunde, gab es gerade 2 Motivationsspritzen. Für uns beide kurz. Er war gerade wirklich Friede, Feuer, Alkohol. Er tut gerade nur so. Wir hatten gerade einmal den Chef, der gekommen ist, der sich das angeschaut hat und gesagt hat, wo waren die anderen, die davon ein bisschen was gegessen haben. Wir haben gesagt, so, er ist hier, ich bin hier und die Hälfte habe ich gegessen. Da hat er gesagt, so, das ist schon ein Rekord. Also so viel hat nicht mal ansatzweise einer gegessen.
das habt ihr natürlich eine Motivationsspritze gegeben, wenn man seit, ich glaube 2005 hat er am Anfang des Videos, glaube ich, gesagt, das Ganze hier macht und jetzt seit über 20 Jahren jetzt quasi, ich sag mal, jetzt hier so einen Rekord holt. Freut mich persönlich, weil so habe ich mein Mindestziel schon mal wenigstens erreicht und auch meine Hälfte soweit durch. Und dann kam tatsächlich dein Cousin, der hat uns nämlich Dips gebracht. Kam von Domino's daher mit der Domino's-Tüte, hat uns einen Aioli-Dip gebracht, hat einen Knoblauch-Dip gebracht und ich muss euch ehrlicherweise sagen, meine Lieben, das war für mich jetzt, seht ihr, jetzt habe ich hier schon die Hälfte mit Thunfisch mit dabei. Was meine Garnelen jetzt angeht, erstmal die richtige Wahl, dass ich mit der Margarita angefangen habe und jetzt mit der Garnelen, ich sag mal, beendet habe. Aber Garnelen, Knoblauch und ein bisschen Pizzateig. War geschmacklich jetzt, muss ich sagen, einfach Geld. Ja. Meine Lieben, 1 Stunde 14 Pizza durchgegessen und ich sag mal, trotz der kleinen Abhilfe eines Aioli-Dips, trotz der Hilfe von seinem Cousin, trotz der Motivation vom Chef, hast du auch gerade gesagt, ist für Ende, ne? Für mich ist Ende. Ja. Ich habe jetzt gerade wirklich noch mal ein paar, ich sag mal, Seiten von der anderen Hälfte ein bisschen gegessen. Ich sag mal, jetzt auch so meine verhältnismäßig noch mal ein bisschen erweitert. Aber ich sage euch auch ehrlich, ich habe jetzt einfach auch geschmacklich nicht mehr den Appetit, noch mal in eine Viertel oder fast, sagen wir mal, Fünftel Margarita noch reinzugehen. Du hast gesagt, bei dir ist wirklich Ende im Gelände, es ist wirklich Feierabend jetzt. Das ist wirklich Feierabend. Und man darf nicht wissen, weil du gerade sagst, Viertel Margarita. Ja. Das sind 3,5 Pizzen, die da noch liegen. Genau, ne, also wenn man so rechnet, so eine roundabout 16 bis 20 Pizzen, 15 hat er gesagt. Ne, wenn man jetzt Verhältnis sieht, habe ich jetzt so 8 große normale gegessen. Er hat auch immer mehr als 3 gegessen. Wenn man jetzt überlegt, ich müsste noch 3, 4 Pizzen normale essen, die einfach auch geschmacklich nicht mehr geil sind. Da haben wir uns gerade echt so gedacht, okay komm, dann schmeißen wir bei einer Stunde 15 das Handtuch. Also wir wurden gerade auch vom Chef auch darauf aufmerksam gemacht, wir müssen jetzt mal Ende machen. Also besser geht's, glaube ich, jetzt gerade dann doch nicht. Also irgendwie ist es ein Zeichen. Ich weiß, also irgendwas scheint auf jeden Fall los zu sein. Aber du weißt ja eins, ne, und du hast ja auch gesagt, gerade so ein bisschen, du hättest ja auch wieder Bock darauf. Darf ja trotzdem nicht fehlen. Neben den, dass wir jetzt noch einpacken ein bisschen. Ja. Und dass wir uns noch einen Nachtisch bestellen, ne? Kommt drauf an, was es gibt. Weißt du? Es kommt drauf an, was es gibt, ja. Pizza. Gib eine kleine Pizza mit Aioli. Aber da will ich sagen, meine Lieben, wir räumen hier auf. Lassen den Rest jetzt einpacken und dann sehen wir uns mit der kleinen süßen Nachspeise wieder. Ich hoffe, dass nicht nochmal eine 1 Meter Pizza wird. Ja, dir wird es ja nicht viel ausmachen. Je nachdem, wie lange wir im Nachtisch brauchen, ist die Pizza vielleicht gleich doch noch leer. Ja. Wir sehen uns gleich wieder. Dankeschön. Oh, das ist aber lieb. Unser schöner Apfelstrudel. Vielen Dank. Eieieiei. Ich habe schon gerade gesagt, du darfst dir netterweise die Gabel nehmen und den Hälfte einmal durchteilen. Lass dir schmecken, mein Wie wir angefangen haben, ja. versucht ihr uns Streu zu wenden, was auch so ein bisschen. Hatte ich gerade die Vibes, als das hätte ich gemacht, wenn du aufgegessen hättest. Ja. So. Lass dir schmecken. Boah. Apfelstrudel ist heiß, ne? Tut richtig gut gerade. Tut richtig gut. Also, meine Lieben, schreibt gerne in die Kommentare. Wollt ihr, dass wir diese Challenge, weil mir ist jetzt gerade aufgefallen, falls ihr es seht, wir haben schon mal noch ein guten paar Stücke gegessen, während wir gewartet haben, mal alleine versuchen. Ich habe gemerkt, als ich jetzt bei ihm ein paar Thunfischdinger noch gegessen habe, mit dem einen oder anderen Belag geht es dann doch besser. Und ihr seht, der Mann kann auch schon wieder essen. Es ist wirklich so ein bisschen der Geschmack gewesen. Schreibt es gerne mal rein, wenn ihr die Challenge noch mal sehen wollt. Diesmal werden wir es dann alleine versuchen. Ich sag mal, 1000 Likes auf das Video, würde mich freuen. Dann gehen wir Challenge 2.0 an. Gönn dir. Ich meine es wirklich ernst, gönn dir. Ihr habt gleich noch was anderes, eine zweite Challenge. Gönn dir den Apfelstrudel. Ich gönn ihm dir. Er muss ja die Rechnung zahlen, ne, wie wir ja am Anfang gesagt haben. Meine Lieben, schreibt gerne rein, 1000 Likes auf das Video. Checkt Ramon gerne ab. Bei mir hat es mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und war lecker. War lecker. Und nächstes Mal sehen wir uns in Düsseldorf wieder und machen da mal was, weil du hast ja bist öfter da. So, machen wir mal. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es gerne rein. 1000 Likes auf das Video und dann werde ich hier das Ganze nochmal versuchen alleine. Meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Ciao.